Hier, mein neues Messer kommt heute wieder zum Einsatz. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Hallo, Nico hier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute backen wir Ciabatta-Brötchen und zwar, guck mal, hier. So richtig luftige Ciabatta-Brötchen. Legen wir los, das wird ziemlich lecker. Wir beginnen mit einem Autolyseteig. Das macht das weitere Verarbeiten später wesentlich einfacher. Dafür geben wir 240 Gramm Wasser, 270 Gramm eines eiweißreichen, backstarken Mehls mit einem Proteingehalt über 13%, darauf gehe ich gleich noch genauer ein, und 30 Gramm Weizenvollkornmehl in eine Schüssel und verrühren alles, bis das Mehl vollständig mit Wasser benetzt ist. Den Teig abdecken und für 1 Stunde ruhen lassen. Nach einer Stunde können wir 60 Gramm Sauerteig einarbeiten. Dafür klemme ich den Teig mit dem Daumen ein und massiere ihn mit den Fingern. Wenn der Sauerteig komplett eingearbeitet ist, arbeite ich 9 Gramm Olivenöl und 6 Gramm Salz auf die gleiche Weise ein. Dabei nicht vergessen, die Schüssel zwischendurch sauber auszukratzen, damit auch wirklich die ganze Menge an Zutaten verarbeitet wird. Stichwort Zutaten: alle Zutaten stehen wie immer noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Den Teig abdecken und für 15 Minuten ruhen lassen. Als nächstes kräftigen wir den Teig nach allen Regeln der Kunst. Mit 2-mal Dehnen und Falten, gefolgt von Laminieren und 2 bis 3 sogenannten Coil Folds. Den Anfang macht das Dehnen und Falten. Mach dafür eine Hand nass. Fahre mit den Fingern unter den Teig und klemme ihn zwischen Daumen und Fingern ein. Zieh ihn hoch und klapp ihn zu dir hin um. Dreh die Schüssel ein Stückchen nach links und wiederhole. Die Schüssel wieder ein Stückchen drehen und den Teig dehnen und umklappen. Das Ganze noch ein 5. und 6. Mal dehnen und falten, den Teig etwas rund formen und die Schüssel wieder abdecken. Den Teig für 15 Minuten ruhen lassen. Nach 15 Minuten wiederholen wir das Dehnen und Falten. Zieh den Teig nicht zu stark hoch, sei behutsam dabei, wir wollen den Teig stärken, aber nicht zerreißen. Die Schüssel dann wieder abdecken und den Teig für 30 Minuten ruhen lassen. Beim Laminieren geht es darum, die Glutenstruktur weiter zu stärken und neu auszurichten. Feuchte deine Arbeitsfläche dafür mit etwas Wasser an. Am besten du verwendest dafür eine Sprühflasche. Ich habe unsere nicht gefunden, darum gieße ich einfach Wasser auf die Arbeitsfläche und verreibe es. Kann ich aber nicht wirklich empfehlen, es sei denn, das Wasser in der Küche stört dich nicht weiter. Gib den Teig darauf und mach die Hände nass. Zieh den Teig nun behutsam aus, bis er so dünn ist, dass du dadurch die Arbeitsfläche sehen kannst. Falte den Teig dann zu einem Päckchen zusammen und lege ihn in eine mit Öl eingeriebene Auflaufform. Den Teig abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Wir müssen noch kurz über das Mehl sprechen. Das hatte ich ja schon angedroht. Ciabatta kommt aus Italien. Das Mehl in Italien ist wesentlich eiweißhaltiger. Weizen aus wärmeren Regionen entwickelt beim Wachsen einfach mehr davon. Ich verwende für dieses Rezept ein Weizenmehl mit einem Proteingehalt von 13,4%. So ein Mehl findest du in der Regel nicht im Supermarkt. Daher habe ich ein paar Optionen, welches Mehl man verwenden kann, unterhalb vom Video in der Infobox verlinkt. Der hohe Proteingehalt ist daher wichtig, damit sich im Teig genügend Gluten entwickeln kann. Die Gitterstruktur des Glutens hält den sehr feuchten und weichen Teig zusammen und sorgt dafür, dass genügend Luft darin eingeschlossen werden kann, die nachher für die schönen Löcher in der Krume verantwortlich ist. Glaub mir, mit einem 550er Weizenmehl bekommt man das nicht hin, habe ich alles schon mehrfach ausprobiert. Jetzt kommt der Teil, der mir immer am meisten Spaß macht, Coil Folds. Dabei kann man am besten spüren, wie der Teig zunehmend stärker und gleichzeitig immer mehr Luft eingearbeitet wird.
Außerdem kann man beobachten, wie der Sauerteig zu arbeiten beginnt. Um einen Coilfold zu machen, mach deine Zeige- und Mittelfinger mit Wasser nass. Fahre mit den Fingern mittig unter den Teig und zieh ihn leicht schräg zu dir hoch. Wenn sich der Teig am oberen Ende vom Boden löst, klappt er zu deinen Fingernägeln ein. Senke den Teig auf den Boden, dabei klebt er wieder fest und setze den restlichen Teig darauf. Dreh die Auflaufform eine Vierteldrehung und wiederhole den Vorgang. Das Ganze noch zweimal wiederholen, anschließend die Form mit einem feuchten Tuch abdecken. Den Teig für 45 Minuten ruhen lassen. Ich mache jetzt noch einen zweiten Coilfold und nach einer Stunde einen dritten. Wenn der Teig die Form hält, kann er in den Kühlschrank gestellt werden. Mit Form halten meine ich, dass er nicht mehr so sehr auseinanderläuft wie nach dem ersten Coilfold und die Falten sind nach einer halben Stunde noch gut zu erkennen. Sollte das nicht der Fall sein, mach einen weiteren Coilfold. Den Teig dann gut abdecken und für 12 bis 16 Stunden bei 4 bis 5 Grad im Kühlschrank reifen lassen. Am nächsten Tag den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Teig und Arbeitsfläche mit reichlich Mehl abstäuben. Die Form auf den Kopf stellen und den Teig behutsam aus der Form gleiten lassen. Die Teigoberfläche ebenfalls mit reichlich Mehl abstäuben. Den Teig in 4 gleich große Stücke schneiden und jeweils auf ein eigenes Stückchen Backpapier ziehen. Teigstücke dann auf ein Leinen- oder Geschirrtuch ziehen und zum Abstützen etwas zusammenfalten. Um die Außenseiten abzustützen, lege noch irgendwelche Gewichte auf das Tuch. Den Teig abdecken und 90 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 250 Grad Umluft vorheizen. Das Gitter in den zweiten Einschub von unten schieben und einen Backstein darauf platzieren. Auf den Boden des Backofens eine mit Lava oder Bimsstein gefüllte Gusseisenpfanne stellen, um ausreichend Hitze zu speichern und Dampf zu erzeugen. Die Teigstücke auf einen Ofenschieber oder ein Brett ziehen und auf den Backstein gleiten lassen. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück kurz den Daumen nach oben Knopf. Hilf mir bitte auch, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Etwa 300 Milliliter heißes Wasser in die Form am Boden gießen und den Ofen schließen. Die Temperatur sofort auf 240 Grad Ober-Unterhitze senken und die Ciabatta-Brötchen für 10 Minuten mit Dampf backen. Nach 10 Minuten den Dampf durch Öffnen der Ofentür ablassen und die Form am Boden herausnehmen. Den Ofen wieder schließen und die Temperatur auf 220 Grad senken. Die Brötchen in weiteren 12 bis 15 Minuten kräftig braun ausbacken. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen.
So, ich hoffe, du hast jetzt richtig große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen luftigen Ciabatta-Brötchen zu backen. Komm, wir gucken einfach noch mal schnell in eins rein, weil das macht nämlich so einen wahnsinnigen Spaß. Hier. Wuppdiwupp. Mit diesem neuen Messer. Das flutscht einfach nur so. Also ich finde das wirklich... ja, ich finde das einfach nur schön. Also ich meine, die sind auch lecker, aber ich meine, schön und lecker ist natürlich noch besser als nur lecker. Ne? So, das gesagt, also ich werde jetzt hier gleich mal ein paar Ciabatta-Brötchen essen. Vorher bedanke ich mich immer noch recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Dankeschön fürs Einschalten. Danke, dass du mich bisher begleitet hast. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder im nächsten Video. In diesem hier oder in diesem leckeren Brötchen-Video. In welchem auch immer. Der Nico verabschiedet sich für heute. Tschüss. Dankeschön fürs Einschalten. Hier. Ciabatta-Brötchen gehen, backen gehen. So richtig luftige Ciabatta-Brötchen backen gehen. Und die sind so luftig leicht. Tschüss. Quatschkopf, ne? Ich weiß. Ja, findet der Hund auch. Boah. Krass lecker, ey. Da muss man nichts drauf machen. Kann man einfach so essen. Oh.